Genau, nachdem wir jetzt alle gemeinsam unsere Künstlerin etwas genauer kennengelernt haben, wollen wir aber natürlich da nicht aufhören, sondern immer weiter gucken. Und bei dir zum Beispiel, Aaron, haben wir gesehen, dass du dich viel mit Kunstgeschichte beschäftigst. Wie wirkt sich das denn auf deine Arbeit aus? Ja, ich denke generell jeder muss sich mit Kunstgeschichte beschäftigen. Und halt, es ist halt so, wenn man in einem Bereich arbeitet, muss er am liebsten den Bereich möglichst gut kennenlernen, zu wissen, wo es sich bewegt. Auf jeden Fall mag sein, dass viele Menschen irgendwie malen, arbeiten mit Material, ohne sich irgendwelche Gedanken zu machen, woher diese Materialien kommen oder was man damit überhaupt bis jetzt gemacht hat, was damit möglich ist. Mich persönlich interessieren diese Fragen sehr, schon seit Kindheit, seit ich 10 bin. Also in der Kunstschule natürlich das Erste, was man von seinem Lehrer lernt, bei einer Zeichnung, wie man Strafo macht, um die Schatten irgendwie zu erzeugen, bei einem Bild. Aber die Strafo war für mich nicht einfach ein Mittel, womit ich in dem Bild irgendeine dunkle Stelle kreieren kann, sondern dann habe ich in den Büchern immer wieder gesehen, also gesucht und gesehen, wie die Wiederholung von Straffuren von, sagen wir, Renaissance bis zu Felsenmalerei zurückgeht, wo die Mustern, wo ein Kontur von irgendeinem Tier sich weitgehend wiederholt und dann die gleiche Stelle mehrmals darstellt. Also diese Wiederholung von Linien habe ich dann auch bei assyrischen Reliefen sehr viel beobachtet und auch bei Futuristen und so weiter und so fort. Und natürlich dann nimmt die Tatsache, dass sowas überhaupt in der Kunstgeschichte vorkommt, eine besondere Stelle in deiner Arbeit. Und dann muss man sich fragen, ob man darauf jetzt irgendwie eingehen muss oder weglassen muss, wie weit passt das ja jetzt zu meiner Malerei, wie weit kann ich damit mich weiter bewegen, ob das mich einschränkt oder öffnet. Und natürlich solche Fragen kann man irgendwie überwinden, wenn man möglichst gute Ahnung hat von dem Feld generell. Und der Feld ist vielfältig, extrem vielfältig. Aber bis jetzt kann ich halt schon vieles erkennen, viele Verknüpfungen in meinem Kopf schaffen und in meiner Arbeit hilft das so weit, dass ich weiß, woher kommt die Stelle, woher kommt diese Bewegung, woher kommen die Ölfarben, Pinseln, warum muss ich auch vielleicht andere Werkzeuge benutzen und warum nicht, ob die Pinselführung, die jetzt hier stattfindet, eigentlich die ist, die mir zu meiner Persönlichkeit passt, die von mir kommt, oder ist ein Hintergrundkenntnis, was man halt bewusst oder unbewusst sich schafft. Wir sehen halt alle im Alltag seit Kindheit viele Gegenstände, viele Bilder und ich glaube, man hat auch schon also Genetik oder ich weiß nicht, überhaupt das Bedürfnis mit einem Stift so eine Linie zu ziehen. Irgendwie macht das Sinn für uns allen schon in der Kindheit. Genau, und soweit finde ich, für einen Maler ist notwendig. Ich kenne keinen Maler, ich würde nicht sagen keinen Mensch, der malt, sondern keinen Maler, keinen richtigen Maler, der sich mit der Kunstgeschichte nicht auskennt. Ist diese Verbundenheit mit den Objekten, die du gerade beschrieben hast,
auch der Grund, warum du vor allem figürliche Stillleben malst. Also falls ihr euch alle einmal umdrehen wollt, hinter euch hängen auch die Werke von Aaron. Das für dich ein Grund oder hattest du einfach gerade eine Phase, wo dich vor allem Natur und Objekte in Verbindung mit der Natur interessiert haben? Natürlich die Verbundenheit mit den Objekten oder Gegenständen, die eine Vorlage dienen zu meinen Bildern oder für meine Bilder. Die Verbundenheit ist da, ist tief angeankert in mir. Aber gerade den richtigen Gegenstand zu finden, also mit dem Gegenstand meine ich nicht das Gegenstand, was im Bild dargestellt ist, sondern das Bild als Gegenstand, also wie es aussehen muss oder wie es am Ende aussieht. Das kommt im Prozess. Also, und bei der Entstehung eines Bildes vieles passiert dort. Es sind nicht nur die Objekte, die man am Ende im Bild sieht, sondern oft auch irgendwelche Dinge, die dort reinkommen, sei das eine Form oder eine abstrakte Form oder eine illustrative Form und dann wieder mal verschwindet. Das ist so sehr beweglich, sehr wandelbar, das Motiv und das Objekt, das Bild als Objekt. Aber damit halt kann man auch umgehen. Man kann sagen, jetzt ich entscheide mich für ein bestimmtes Objekt und also das Objekt kann sowohl zufällig ausgewählt sein, als auch mit Erinnerungen, mit Erlebnissen etwas zu tun haben. So, ich denke, als ein Maler, der natürlich ständig beim Beobachten ist und das Gesehene eine wichtige Rolle spielt. So, ein Maler kann, ja, sagen wir, alles bewundern. Alles ist bewundernswert, letzten Endes. Genau deswegen kann man einerseits sagen, okay, das Objekt ist im Grunde für Malerei nicht entscheidend, weil wir kennen halt aus der Kunstgeschichte 1000 Blumenstrauße, aber jeder Künstler hat seinen Blumenstrauß. Ja, und ein Blumenstrauß ist fröhlich, das andere ist traurig, das andere ist trocken und so weiter und so fort. Und der Künstler entscheidet für das Bild. Und das ist am Ende kein Blumenstrauß, das ist immerhin vielleicht so, keine Ahnung, 200 Gramm Farbe an der Leinwand. Das muss einem auch bewusst sein. Also, und deswegen arbeite ich sehr unterschiedlich. Bei kleinen Bildern habe ich mich für bestimmte Gegenstände schon entschieden und da ich gemerkt habe, dass es mir schwerfällt, bei einem Ding zu bleiben, dass ich irgendwie wie einem offenen Meer schwimme, dann habe ich mir gesagt, gut, jetzt nimmst du 50 kleine Leinwände, für jede Leinwand nimmst du etwas aus dem Kopf, so was du gerne irgendwie malen würdest, und dann bleibst du bei diesem Motiv. Ja, und dann, das Motiv war immer da, aber die Flasche ist so viel gewandert im Bild, so hoch, runter, links, raus, rein, so Horizontlinie, hoch, runter und alles mögliche, Farben auch. Das war eine bewusste Beschränkung für meine Arbeit und hat vieles gebracht natürlich. Ich bin auch zufrieden mit dieser Reihe. Aber grundsätzlich denke ich, dass also ich brauche keine bestimmten Objekte. Das Objekt findet mich selber. Manchmal fange ich etwas zu malen, wo ich denke, das ist für mich wichtig, aber das Bild zeigt mir, dass es für mich gar nicht wichtig ist. Und dann wird ein Ball zu einem Oval, dann wird Oval zu einem Gesicht. Zu dem Gesicht kommt ein Körper, auf dem Körper gibt es Kleid, dann kommt der Kopf weg, bleibt nur Kleid. Und das ist so ein unendliches Weg, wo irgendwie dann das Bild dich findet und du das Bild findest. Das ist interaktiv. Und wenn am Ende, so nur sagen wir, ein Kleid im Bild bleibt, heißt aber auch nicht, dass der Kleid war das Entscheidende im Bild.
alles, was davor passiert ist, spielt eine unheimlich wichtige Rolle dabei, weil das von unten immer noch wird. Das bildet Struktur für das Bild. Und wenn ich jetzt mal versuche, den Kleid nochmal zu wiederholen, entweder muss ich diese ganze komplizierte Geschichte, wie das Bild entstanden ist, weil das bei mir manchmal so 50, 60 Schichten und 5 Monate dauert, muss ich wiederholen, exakt so. Und das ist total langweilig. Also, ich habe das probiert, ich kann das machen, aber ist sehr langweilig. Deswegen mache ich das nicht. Vielen Dank. Du hast gemeint, dass bei deinem Bild, also du kannst merken, welches ist von dir und welches entsteht aus einem Hintergrund oder einer Gewohnheit. Das ist eine Sache. Also die Dinge, die ich irgendwie gesehen habe und die in mir geblieben sind, die gehören in gewisser Weise auch zu mir. Sei das aus der Kunstgeschichte oder woher auch immer. Ja. Aber vieles beim Prozess kann auch einfach eine Trägheit sein, so mit Inertion laufen. Und wenn ich die Parallelen ziehe und wenn ich mir mal diesem Feld vorstelle und irgendwo befindet man sich halt im Feld. Ja, das sind keine Koordinaten, weil das ist eher so ein Spinnennetz, wie du dich bewegst. Und wenn ich sehe, dass hier diese Stelle in meiner Vorstellung zum Beispiel, ich weiß nicht, so eine, ja, also alles ist undefiniert. Das alles passiert auf Gefühlebene. Wenn ich merke zum Beispiel, dass eine lasierende blaue Farbe auf grün ergibt sowas, ja? Ich kann damit weiterarbeiten. Und ich kann das, also so ein kleines Ding kann man zum Lebenswerk machen. So sagen, ich mache das jetzt 20 Jahre lang und schaue, wie weit ich komme. Aber oft passiert, dass ich sowas sehe, zum Beispiel beim Rembrandt oder was weiß ich, beim Groß oder beim Poussin und was auch immer. Und dann denke ich mir, okay, habe ich überhaupt dort etwas zu sagen? Das kann natürlich abenteuerlich sein, das kann interessant sein und ja, also du kannst das machen, niemand verbietet sich. Aber ob ich dort überhaupt etwas zu sagen habe oder ob ich dort etwas sagen will. Oder natürlich dazu kommen tausende andere Bestandteile oder sagt man hier, da finde ich sehr spannend, das ist das, was mich eigentlich beschäftigt, ist mir viel mehr interessanter als dieses Aspekt, dann lasse ich mal, keine Ahnung, Kohle an der Seite, zeichne mit Bleistift oder ja, nehme Radiergummi und arbeite weiter mit Radiergummis. Das Weichradiergummi ist trocken oder zeichne ich jetzt Figur oder eine Hand oder was auch immer und dann entsteht wieder diese Geschichte, von Hand wird Figur, von Figur Fleisch und so weiter und so fort. Aber was ich nehme und was ich weglasse, das kommt vom Prozess generell. Das etwas langweilt. Man sieht das in der Kunstgeschichte, das Strafur zum Beispiel. Ich zeichne selten mit Strafur. Oder halt, wenn ich das mache, ich mache das eher so nebenbei, einfach beim Telefonieren oder sowas, immer wieder mal. Und jetzt zu sagen, gut, lass mich mal eine Strafur wie Leonardo machen, ist spannend, ist sehr weich und so weiter und so fort, kann gut sein, aber man muss darüber hinaus, man muss weitergehen, also ich muss weitergehen, mich nicht ablenken lassen von solchen Dingen. Ich habe in der Kunstakademie in Armenien das schon genug erlebt, wo irgendjemand sagt, wie du malen musst, wie du Farbe setzen musst und so weiter und so fort. Und genau, habe ganz bewusst entschieden, was ich machen will, was ich nicht will und das kommt bis jetzt mit mir, das alles. Das ist auf Gefühlsebene, aber letzten Endes, wie man sich entscheidet. In Bildern passiert vieles, auch viel Zufall, aber ich denke,
Also grundsätzlich, ja, alles ist Zufall, was passiert im Bild. Du kannst nicht sagen, jetzt diese Linie ist mit 1 und 0 kann man in einem Programm zeigen, wie das passiert ist. Das ist gepresster Kohlebleistift, da passiert ein Kosmos drin, wenn man eine Linie zieht. Das Entscheidende ist, welcher Zufall greift deine Aufmerksamkeit an. Und genau diesen Zufall behalte ich in Bilder. Und was meine Aufmerksamkeit nicht angreift, lasse ich weg. Wie auf der Straße. Du denkst an jemanden, alles ist Zufall, aber die Person, an den du denkst und triffst, dieses Ereignis schockiert sofort. So ist auch das Prozess. Ja, wenn man gerade beim Zufall ist, auf jeden Fall. Anna, wenn du zum Beispiel Papierarbeiten machst, denkst du dann vorher, du hast ja hier auch eine Installation gemacht, wenn du Papierarbeiten machst, beim Prozess, denkst du dir dann manchmal schon, okay, das wäre jetzt eine super gute Installation, oder ist das etwas, was dann am Ende du entscheidest quasi oder von vornherein vielleicht schon entscheidest, du denkst, okay, die Materialien passen gut zusammen, die Farben passen gut zusammen, das würde gut hängen, oder ja, wie ist das bei dir? Also das ist von dem Papier abhängig, auf dem ich arbeite oder was ich schöpfe. In den letzten Jahren versuche ich auch diese 4 Rahmen zu brechen, irgendwie mit ungleichmäßigen Formen oder auch die Ränder von den Werken so zu reißen, damit sie so irgendwelche Räumlichkeit schon im Bild erzeugen und das automatisch so als Papierobjekt die Arbeit machen. Und handgeschöpftes Papier ist extrem räumlich, weil das ist transparent. Also das ist transparent, das hat so eine Haptik, das kann Klang erzeugen, indem einfach ein Wind kommt. Das kann auch klingen, unterschiedliche Fasern können unterschiedliche Geräusche machen und auch wenn Tageslicht durchkommt oder wenn das bestrahlt wird oder wenn etwas auf der Rückseite gemacht ist, wie transparent ist eigentlich das Papier. Und also ich habe schon beim Papierschöpfen Arbeiten gemacht, wo es mir bewusst war, okay, das ist ein Kosofaser, das, was ihr im Film gesehen habt, was ich so gezogen habe. Das ist Rind von Maulbeerbaum und dann muss man das kochen und dann muss ich das schlagen, also stundenlang und es ist einfach transparent und dann wusste ich schon, okay, es wird ein Licht sehr wahrscheinlich, also ich will das auch transparent hängen. Und da wusste ich schon, ja, ich würde sehr gerne das installativ im Raum zeigen. Ich mag die Arbeiten nicht in Rahmen zu schließen, weil es tut mir einfach leid für die Arbeiten erstens. Diese sind eine große Ausnahme dort. Ja, aber wenn ich, deswegen, so ist diese Installation am Schaufenster entstanden, also das ist wirklich, ich habe viel installativ gearbeitet mit der Gedanken für Installation, aber ich hatte wenig Möglichkeiten, das zu bespielen. Natürlich, jeder Raum ist unterschiedlich und dann passt unterschiedliche Größe, Papier, Transparenz. Und das ist jedes Mal eine große Herausforderung, so überhaupt zu schauen, okay, was passt, wenn es in einer Gruppenausstellung ist, in der Mitte vom Raum oder es ergibt sich sehr selten eine Möglichkeit wie hier ein Schaufenster, wirklich für sich, die Arbeit ist für sich einfach dort. Und wenn ich schon auf gefertigte Papier arbeite, so wirklich Aquarellpapier, dann arbeite ich schon am Bild. Und was ist da so für dich so der Unterschied, wenn du jetzt zum Beispiel zu Hause in deinen eigenen 4 Wänden, in deinem eigenen Atelier arbeitest? Der Unterschied zum Beispiel zu einer Werkstatt, jetzt wie zum Beispiel in München, wenn du da deine Arbeiten halt machst? Ich bin eine sehr soziale Person, wahrscheinlich.
eine Ausnahme von Künstlern, die sich mit Bildern beschäftigt. Also die Techniken, die mich faszinieren, zum Beispiel Lithografie, Handschöpfen, sie faszinieren mich auch, weil ich diesen Kontakt mit Menschen habe und diesen Austausch. Und das ist so interessant, das ist interessant erstens, in Lithografie zum Beispiel kann man schon über Qualität reden und das hat gar nichts mit dem Bild zu tun. Das hat nur mit dem Druck zu tun. Die Menge von Farbe, hat der Stein ausgehalten oder nicht, ist das Papier dreckig oder nicht. Und dann können schon die Drucker sagen, ja, das ist guter Druck, aber der Bild ist wahrscheinlich scheiße, also das Bild ist nicht gut, ja. Und das hat mich schon, also da gibt es schon diese ganz leichte Kommunikationsebene, was entsteht über Chemie, über wie ist eine Werkstatt überhaupt zu errichten. Ich kenne auch Lithografen, die eine Presse im Keller haben und nur 2 Steine und sie drucken schon 20 Jahre Auflagen und die sind super. Und ich kenne so wirklich große Werkstätten, wo einfach schlechte Drucke gemacht sind. Und diese Reise durch die Werkstätten, das habe ich für mich vor 2 Jahren gefunden und das ist schon ein sehr wichtiger Austausch für mich und es ist auch immer interessant, einfach zu schauen, okay, wenn ich auf die Welt so rausgehe, was mache ich eigentlich? Was ist eigentlich wichtig? Ist es das Papier wichtig? Ist es das Bild, die Komposition wichtig? Auf einmal ist die Komposition, stelle ich immer wieder für mich fest, dass es eine extrem persönliche Sache ist. Also was das Bild ist das gut oder nicht, aber was das Material macht, das ist nicht persönliche Sache. Das ist schon, es gibt schon Kriterien und da ist extrem interessant zu kommunizieren und das sind solche Techniken, die sehr traditionell sind und gerade entwickelt sich dieser Begriff, sie verwandeln sich in etwas Neues, weil die werden einfach nicht mehr für Industrie gemacht, sondern für, die betreiben nur Künstler. Ja, und das sind ganz wichtige Themen, zum Beispiel, wie macht man ein Medium weiter, in dem kein Bedarf mehr gibt? Wie gibt man das Kenntnis weiter? Früher gab es Ausbildung für Papierschöpfer oder für Drucker, jetzt gibt es nicht mehr. Wie geht man das weiter, damit es weiterlebt? Und das sind sehr wichtige Themen, die kann man nicht allein in seinem Kopf besprechen. Ja. Okay, danke schön. Bitte. Quan, du hast erzählt, dass du inzwischen eine Art hast, Dinge als Künstler zu sehen. Vermisst du es, eine nicht künstlerische Perspektive zu haben? Also das, was ich meine, mit einer künstlerischen Sicht auf der Welt zu betrachten, meine ich, das nicht explizit in eine besondere Art und Weise, wo nur durch den Künstler möglich ist. Aber was ich meine damit ist, dass wie der Künstler die Welt beobachten und betrachten, ist etwas, dass jeder Mensch in jeder Tätigkeit und dass wir alle auch so fähig damit sind. Das hat eigentlich mehr mit dem Mensch zu tun, also als mit der Kunst, weil für mich das ist wichtig, dass in meinen Bildern die entstehen und ihr Entstehungsprozess ist durch meine eigene Persönlichkeit, meine Menschlichkeit und deswegen das künstlerische Sicht ist also wie ich mein Gefühl ausdrücken, wie ich die Welt betrachte, aber als ein Mensch und nicht explizit als ein Künstler. Und wie ist dann dieses Licht auf der Welt? Damit meine ich, dass also ein Künstler betrachtet die Welt mit voller Aufmerksamkeit. Ich glaube, Arendt hat so in seiner Antwort auch gemeint, dass so alles ist bewundernswert
Und als ein Künstler kann man alles bewundern, alle Gegenstände, alle Objekte und Bäume, so Himmel. Und das ist nicht nur mit dem Künstler, sondern das ist eine Art zum Leben. Also die Kunst zu machen ist für mich eine Art zum Leben, eine Art, die Welt wahrzunehmen. Und wenn man die Welt mit Aufmerksamkeit betrachtet, dass man bleibt in der Gegenwart und betrachtet die Menschen, betrachtet seine Umgebung mit voll Offenheit und Aufmerksamkeit, mit weniger Beurteile, mit weniger Begriffe im Kopf, sondern betrachte alles nur wie es ist, dann ist es eine Sicht tatsächlich von einem Künstler. Also damit meine ich. Und kommt jetzt zu der Frage, ob ich vermisse die normale Sicht. Also das wird ein bisschen widersprüchlich sein, weil das ist kein was ganz Besonderes, wie ich meine, explizit nur für Künstler, sondern es ist nur eine Art zum Leben. Und ich glaube, die Art und Weise, wie man bleibt in der Gegenwart und betrachtet Dinge, Gegenstände, Menschenleben mit voll Aufmerksamkeit, mit voll Offenheit und mit voll so Bewunderung ist eine Art zum Leben. Und ich möchte gerne diese Art und Weise verfolgen. Und natürlich, ich vermisse nicht die andere Art und Weise, wo das andere ist, dass wenn man Menschen nur über Namen, über seine Stelle, über seine vielleicht so, wenn du einen Mensch kennst, dann hat man viele Assoziationen mit diesem Mensch. Man kennt über seinen Beruf, über sein Alter, über seine Persönlichkeit, über die Geschichte, was zu ihm passiert ist oder was zwischen euch passiert ist, eure Beziehung. Und das ist auf einer Ebene, aber ich glaube, es gibt eine Art und Weise zum Leben, wo ein Künstler auch so oft lebt in seinem Leben, ist, wenn man den Mensch betrachtet und wahrnimmt, auf eine tiefere Art und Weise als nur das auf der oberflächlichen Ebene. Und ich glaube, dadurch entstehen die Bilder, wenn man den Mensch so in seinem Essenz wahrnehmen kann und wenn er dieses Essenz spüren kann und er ist davon motiviert und inspiriert, Bilder zu schaffen. Und nicht nur mit Menschen, aber generell mit Leben. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja. Denn Porträts haben ja keine Gesichter. Ja. Du sprachst ja davon, Ja. gerade vom Erkennen und so weiter. Ja. Das wäre jetzt meine Frage. Ja. Warum haben die keine Gesichter? Die haben keine Gesichter, weil es gibt verschiedene Gründe davon. Aber ich glaube, wenn man, also mit meiner vorherigen Antwort, wenn man das Essenz von einem Menschen erkennt und versucht, dieses Essenz über die Figur auszudrücken, dann für mich persönlich, es muss nicht unbedingt über Gesicht so sichtbar zu machen, sondern es geht um das Bild, also die Stimmung von der Atmosphäre in dem Bild, von der Haltung von dieser Figur. Und in diesem Moment ist oft ein Gesicht nicht nötig, um ein Gefühl zu einem bestimmten Menschen auszudrücken. Und zweites ist ein technisches Problem. Ich glaube, es ist ziemlich bekannt in der Malerei und im Bild, dass oft passiert, dass wenn man versucht, eine Figur mit einem Porträt, mit Gesicht, so das heißt Augen, Nase, Mund, mitzumalen und mitzu erschaffen, dann hat man ein Problem, dass vielleicht dieses Gesicht mit diesen Details, das wirkt sehr kleinteilig im Vergleich mit dem ganzen Totalität des Bildes. Und oft als ein Maler hat man für mich eine Lösung wäre, dass ich male kein Gesicht und fokussiert lieber auf dem großen Form von dem großen Form mit großer Farbfläche. Und also Picasso hat auch oft darüber geredet, wo er meinte, dass wenn er ein Gesicht, also er begegnet auch dieses Problem in seinem Bild. Und oft sieht man in Picasso-Bilder, wie er Porträt malt nur mit so 3 Punkte, so 2 Punkte von Augen und ein Punkt von, es ist so wie ein Mund und das ist fertig. Und das Gesicht ist nur so ein sehr schlichtes Oval auf einem schlichten Gestalt der Figur. Und das ist auf der technischen Ebene. Deswegen hat oft die Bilder so ohne Gesicht, aber ich male auch sehr gerne Porträt und Gesicht
Gesichter tatsächlich. Und es gibt auch so Bilder von mir mit Gesichtern. Ja. Ja, Anna? Ich würde was zu deine Aussage davor. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob ich etwas hinzufügen will, ob ich dich. Ich versuche das nicht als einfach so meine Beobachtung, was dieses Thema angeht, mit Künstler, so als Künstler die Welt zu sehen und als eine andere Person die Welt zu sehen, weil ich finde das allgemein schwierig. Ich würde nicht sagen, dass die Künstler das tiefer sehen, weil wenn eine Person sich aussucht, jetzt mache ich diesen Beruf Künstler, ja, dann hat er natürlich viel mehr Zeit, also er entscheidet sich bewusst dafür, ich werde mir eine Zeit und meine psychische Energie und emotionale Energie in der Kunstprozess einzustecken. Und dadurch wird diese Auseinandersetzung tiefer. Oder das ist einfach eine andere Art und Weise von Auseinandersetzung. Das ist, diese Bewunderung bleibt nicht nur als Emotion, Bewunderung, so als Bewunderung, das transformiert sich in etwas anderes. Diese Bewunderung wird zu einer Tat. Und dadurch gibt es eine sehr intensive Auseinandersetzung, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es tiefer ist oder oberflächlicher ist, weil jeder hat seine eigene Ebene von persönlicher Auseinandersetzung. Ja, es gibt auch Menschen, die Künstler, die einfach extrem viel produzieren. Da gibt es einfach keine tiefere Auseinandersetzung. Sie positionieren sich nicht für, jetzt mache ich eine authentische Kunstwerk, sondern heute mache ich ein Bild. Und Punkt. Und dann sie machen ein Bild. Und ich glaube, wir können als Menschen, die so ein großes Prozent von ihrer Kraft in der künstlerischen Prozess stecken, wir können gar nicht als so sagen, ja, ich als Künstler sehe das so, sondern ich als Mensch sehe das so. Wir wissen nicht, wie es bei den anderen ist. Und ich glaube, für uns alle vier ist es auch unsere sehr individuelle Sicht. Nur das wollte ich ein bisschen konkretisieren. Es ist wichtig zu wissen, dass Kunst ist ein großes Begriff. Ja? Das entschließt in sich Musik, Literatur, Film und alles Mögliche. Ich würde erstmal bei Malerei bleiben. Und bei den Malern gibt es eine Tatsache, dass die Maler beobachten viel. Beim Malen das Bild und sonst das, was gemalt wird oder was nach dem Malen irgendwelche Gegenstände, das Sehen reizen. Und ich denke, ein Maler hat schon Neigung, auf einem Haut nicht nur Hautfarbe zu sehen, sondern eine extrem reiche Palette zu sehen, von Grün, Violett, Blau, alles Mögliche, je nachdem, in welcher Umgebung diese Haut, diese Fleisch oder Figur sich befindet. Und auch was die Formen angeht. Also ich bin mir nicht sicher, ob jeder zum Beispiel, wenn einen Raum sieht, beobachtet den Raum mit allen Zwischenformen, die entstehen. Zum Beispiel, wenn ich zwei Figuren sehe, die Figur ist für mich genauso präsent wie dieser leere Raum dazwischen, was ich so gerade ausschneiden kann und als ein Bild darstellen kann. Und das ständig beobachten schafft schon das Sinn sehen, anschauen. Und ich würde zwei Beispiele bringen. Eins wäre der Maler Lucian Freud, der Engländer, Porträtmaler, der für Porträts manchmal so 1-2 Jahre gebraucht hat und das Modell jeden Tag vielleicht so 8-9 Stunden dort sitzen musste. Und beide Seiten waren am Ende also stark davon überzeugt, dass nur diese Beobachtung, was zwischen zwei Personen stattfindet, extrem tiefe Verbundenheit zwischen Menschen schafft. Und das Zweite
wäre dann das berühmte Performance von Abramovic, wo sie sitzt im Raum und dann kommen die Besucher und sitzen vor ihr. Und da in einigen Fällen und die schauen sich nur an. Ja? Sie darf nicht reden, möglichst wenig Bewegungen, keine Bewegungen und so einige Monate lang. Ja, jeden Tag hat sie das Performance gemacht. Und in einigen Fällen kam es zum Weinen von beiden Seiten, nur von Anschauen und besonders in den Augen schauen, in den Augen reingucken. Das kann schon ziemlich entscheidende Rolle spielen, wie man die Welt sieht, generell. Und das ist halt die Art und Weise, wie man sieht oder wie man alles beobachtet. Und ich finde, bei den Malern ist es schon ein bisschen, ich würde nicht sagen besser, tiefer, schlechter und so weiter und so fort. Es ist schon ein bisschen verzerrt, ein bisschen so irgendwie. Aber ich glaube, das ist von den Mitteln abhängig. Also bei Abramovic, sie spielt auch mit Beobachten, aber einfach auf eine andere Ebene, nicht mit Form und Farbe. Das Richtig, ja. Also jede Person in seinem Beruf, er ist so involviert in seine Welt, dass er einfach ich glaube für jede Person. Ja, das stimmt. Es also ist ich so, sehe dass, ein Auto anderes als ein Mechaniker. Das ist auch eine Tatsache. Ja, das meinte ich. Also, dass jeder mit seinen eigenen Werkzeugen in einem Raum betritt und so sieht. Also ein Mensch aus der Gastronomie wird dann sehen, was für Getränke da sind. Ein Maler oder ein Designer, ja. Ja, einfach, das ist eine tiefe Auseinandersetzung. Natürlich, wahrscheinlich unterscheidet sich das auch da gibt es auch ganz viel Philosophie drin. Narek, du hast ja gesagt, dass du zurzeit nicht als Vollzeitmaler arbeiten kannst. Unterscheidest du zwischen Vollzeitmaler sein, aber Vollzeitkünstler sein? Kannst du das überhaupt voneinander trennen? Vollzeit, ich produziere nicht Vollzeit, das meinte ich. Aber ich male, also seit ich mich kenne, ich male. Auch wenn ich meine Hand nicht bewege oder ich habe nichts in Hand, ich male. Alles, was ich sehe, seit ich mich wirklich kenne. Aber das habe ich erst erkannt, als ich groß war, dass ich bin ein bisschen anders. Weil die anderen stehen und reden zusammen und ich schaue auf dem Gesicht und ich male jede einzige Detail auf dem. Also alles, wirklich alles. Früher habe ich auch meinen Finger bewegt. Wenn ich irgendwo stehe an der Haltestelle, ich bewege meine Finger die ganze Zeit. Und dann habe ich bemerkt, dass die Menschen irgendwie Angst haben vor mir. Dann habe ich das aufgehört. Jetzt male ich in meinem Kopf. Aber ja, ich meinte, dass ich wegen meiner Arbeit nicht Vollzeitmaler bin. Aber sonst, solange ich existiere, werde ich malen. Und wenn du dann sagst, dass du durch deinen Vollzeitjob, den du halt hast, den Kontakt zu den Bildern verlierst, wie versuchst du das wieder aufzuarbeiten? Also wie versuchst du wieder in Kontakt zu kommen? Versuchst du es überhaupt? Oder? Entweder male ich das Bild nicht mehr, mache ich nicht weiter, sondern mache ich was anderes. Oder ich versuche durch meine Informationen als Künstler, was ich gesammelt habe, zu faken. Eine gut aussehende Bild malen, aber meistens zeige ich diese Bilder nicht. Entweder der Bild stirbt komplett, geht weg, oder stirbt als Fake-Bild. So ungefähr. Das hier war jetzt ja die Auftaktausstellung einer Art-Plattform, die sich Spür nennt. Das Ganze ist also nicht einfach nur diese Ausstellung, sondern natürlich auch noch viel mehr. Es gibt auf jeden Fall eine Website, wo alle Künstlerinnen auch ihr Portfolio zeigen. Aber während der Vernissage und während die Ausstellung gelaufen ist, kam häufiger mal eine Frage,
über eine Sache, die ihr über euch als Art-Plattform auf eurer Website sagt, und das ist You have artwork with true values, also Kunstwerke mit wahren Werten. Was versteht ihr denn darunter, unter diesen wahren Werten? Ja, erstmal die Werte, also das Wert von einem Kunstwerk heutzutage ist halt so, ist von verschiedenen Faktoren bestimmt. Also das größte Faktor ist Kunstmarkt heutzutage. Die Bedeutung von irgendeinem Kunstwerk darf jedoch jeder für sich entscheiden. Das ist offen und wir dachten uns, dass die Wert können wir auch für uns entscheiden, abgesehen vom Kunstmarkt oder irgendwelchen Institutionen. Und die Werte sind insofern wahr, dass sie nicht von irgendeinem businessgesteuerten System bestimmt sind, sondern von uns Künstlern, die sich ständig mit dem Bereich auseinandersetzen, die also sehr kritisch sind gegenüber, auch vor allem gegenüber eigenen Arbeiten, denken sehr viel darüber nach, ob jetzt das stimmt, wertvoll ist für mich, allerersten für mich und dann generell als Kunstwerk. Genau, aber letzten Endes bleibt das subjektiv und man geht davon aus, dass man schon, keine Ahnung, 10, 20 Jahre lang sich mit dem Bereich beschäftigt, viel recherchiert, viel liest, kann irgendwelche Vergleiche ziehen und einfach versuchen, aufrichtig und ehrlich zu bleiben. Und genau dort entscheidet sich die Wert von Kunstwerken für uns, wo wir uns zusammensetzen und sagen, gut, wir haben gearbeitet und jetzt ehrlich mal, also Lob an der Seite, einfach sagen wir, ist das gut, ist das nicht gut und wie finde ich das vor allem, warum finde ich das so? Und dann natürlich zeigen und schauen, wie das Kunstwerk weiter lebt und Erfahrung sammeln, auch mit Menschen, die selber sich mit Kunst beschäftigen. Unser Freund, alter Freund oder unser Professor, vor allem Kerbach, hat uns dabei sehr viel unterstützt und Richtungen gezeigt und auch beigebracht, wie man ein Werk betrachten kann. Also nicht ganz beigebracht, wir haben zusammengearbeitet, kann man so sagen. Genau, und die Werte, die wir so hochschätzen, sind weder von Ideologie, noch von Politik, noch von irgendwelchen externen Faktoren bestimmt, halt nur von Kunst und Farbe, Linie, so ein Bild, Struktur, so Dinge, Pinselführung, Sachen, die so ein Bild generell ausmachen. Ganz sachlich, ganz einfach. Und diese wahre Werte ist vor allem, also was es dann für uns wertvoll ist. Das ist es ist subjektiv auf diese Art und Weise, das ist, wie das ist auf unserem Sicht. Und das macht, ich glaube, Spruch aus, weil wir haben deswegen keinen Einfluss von was Externes. Wir haben keinen Druck oder den Einfluss von kulturellen Trend, von Kunstmarkt oder von, ja, also generell was Externeres. Sondern eher diese Werte, die wir hochschätzen, das entsteht aus uns selber während unserem Arbeitsprozess. Und die Tatsache, dass wir Maler sind, wir sind auch Künstler und wir arbeiten ständig, wir arbeiten täglich, wir sind immer im Gespräch mit dem Kunst und mit unserem Prozess. Das macht dann unsere Entscheidung auch anders aus als andere Menschen in dem Bereich. Also mit unserem. Also jetzt jemand, der Galeriebesitzer ist, aber selber gar nicht als Künstler fungiert. Zum Beispiel. Das ist nur ein Beispiel. Ja. Und wenn wir Spurgrund, also gründen, die Grundidee ist, dass wir entscheiden für uns selber. Und
mit diesem Sicht, unserem Sicht, wir möchten diesem Sicht präsentieren und wir möchten uns präsent zu machen und suchen dadurch Menschen, die uns verstehen und unterstützen und wir machen uns sichtbar dann über unseren Content, über Artikel, über die Videos, die Filme, die sie gesehen haben und wir bleiben offen und zugänglich zu allem, damit unsere Sicht ist verständlich für, also wir wünschen, also so viele Menschen, wie das sein könnte. Und darüber hinaus, diese Werte, die sind nicht nur Kriterium, sondern auch unsere Glaube, was uns ermöglicht, weiter die künstlerische Arbeit zum Erforschen und weiterzumachen, weil also mit Kunst zu machen braucht man also ich glaube für uns alle, also eine Art und Weise von Glauben, Glaube daran, was wir machen. Glauben heißt nicht, dass man geschlossen bleibt, sondern man ist offen für das, was man noch nicht weiß. Aber die Glaube, die also ermöglicht uns den Mut zu haben, diese Unwissenheit zu entdecken. Und das ist dann, was macht diesen Wert aus? Das stimmt, das ist viel Glauben, aber es ist auch sehr viel Wissen Das und auch, Kenntnisse über Geschichte und Kunstgeschichte. Also es sieht im Allgemeinen so aus, sehr oft. Es gibt Mode, die Mode kommt und sagt hier, das ist jetzt ein Trend. Du machst das, dann kannst du davon leben. Also bist du ein Diener von System oder kein Diener. Und das ist total gut, legitim, dass die Menschen das machen können, aber es ist auch sehr gut, extrem gut, wenn eine Person die Möglichkeit hat zu sagen, okay, also was ist die Mode? Die Mode wird irgendwann nicht mehr in Mode. Aber die wahren Werte oder die wirklichen Kunstwerke bleiben in der Geschichte. Die sind außerhalb dieser Mode. Also natürlich heute zum Beispiel ist die Stadt nicht so religiös geprägt wie in Renaissancezeiten. Aber ein Bild von Raphael ist heute vielleicht noch hochwertiger als damals. Und das liegt nicht daran, dass er irgendwie damals ein Thema gemalt hat, was in Mode war, sondern weil er ein wertvoller Maler war. Und genau, und der Gegenstand des Bildes ist dann wieder mal heutzutage ganz anderes definiert, in anderen Zeiten, mit einem total anderen Hintergrund, Geschichte und so weiter und so fort. Also ist das Ziel von Spür, nicht gegen den Kunstmarkt zu arbeiten, sondern parallel zum Kunstmarkt zu laufen und einfach für euch und andere Künstlerinnen einen Raum zu schaffen, wo man die Autorenschaft über sein Kunstwerk behält und einfach selbstbestimmter arbeiten kann. Deswegen war für uns wichtig, einen Ort zu haben, wo wir irgendwie das präsentieren können, was wir gerne zeigen möchten. Und genau da hatten wir ein bisschen so eine Überlegung, brauchen wir einen festen Ort, einen Raum, irgendwo, in welcher Stadt soll das sein? Soll das genau in einer Stadt sein oder lieber irgendwie online gehen, damit man erstmal so im Internet so eine Plattform schafft, digital, dann kann man auch reisen mal von Stadt zu Stadt oder in einer Stadt in verschiedene Stellen, in irgendwelchen Räumlichkeiten mal ausstellen und ja, auch für die Menschen, die weit weg leben, ermöglichen, mal reinzugehen, die Kunst zu sehen. Deswegen haben wir auch Ausstellungsseite auf unserer Plattform. Ja, und Hall of Fame hat das ermöglicht. Also das hat sich gezeigt, dass es gibt schon Menschen, die sich auch ähnliche Gedanken gemacht haben und so einen Ort geschaffen haben, wo die Künstler ausstellen können. Ja, und wir haben unsere Plattform geschafft. Das ist der Anfang und wir sind sehr gespannt, wie es weiterlaufen wird. Ja, danke schön, dass wir nochmal einen näheren Einblick in eure Arbeit bekommen durften. Gibt es von eurer Seite noch Fragen? Wie viele Stunden findest du pro Woche zu arbeiten, für Kunst, meine ich?
Ich arbeite halt Samstag und Sonntags, aber so gepresst 5, 6 Stunden. 7, Maximum 7. Aber wenn Arbeit gut geht, dann könnte ich bis 10 Stunden arbeiten. Und wenn Feiertage. Und wie viel hast du gemacht, als du nicht Vollzeit arbeiten musstest? Ja, da habe ich um 10 Uhr aufgestanden. Bis 3, 4 oder 5 Uhr nachts habe ich gemalt. Ohne Ende. Ja, dazwischen Kaffee, Zigarette und Essen manchmal, also spielt keine Rolle. Kommt diese Herausforderung durch in deine Arbeit oder wie kommt das durch? Weil es ist wie ein Kampf in deinem Leben. Du hast so du bist tätig für 2 verschiedene Dinge und wie kommt das durch in den Gemälden? Also Sie meinen, wie kommt meine Arbeit in meine Gemälde? Ja. Eigentlich meine Arbeit ist total was anderes. Das hat aber die Menschen oder insgesamt die Fabrik, alles was ich dort sehe, die Formen oder keine Ahnung, Licht oder jemand läuft, mir gefällt wie der läuft. Das alles speichere ich in meinem Kopf und irgendwann kommt irgendwie in eine Ecke auf meinem Bild. Weil ich speichere alles, was ich sehe, ich höre, ich sehe Filme und ich bin wie endloser Speicher. Und dann kommt irgendwann auf dem Bild zum Beispiel, gibt es verschiedene Dinge, die nicht mal zusammen irgendwas haben, aber hauptsächlich es ist, wie soll ich sagen, ich bin quasi wie Biene. Ich kann auf Blume sitzen, ich kann auf Stück Fleisch und ich kann auf einen Haufen Scheiße sitzen. Alles, was ich nehme, sieht man nicht in den Bildern, weil am Ende ist Honig und Sie wissen nicht, woher das kommt. Es kann Blume oder Scheiße sein. So ungefähr. Danke, alles klar. In dem Video, in deinem Vorstellungsvideo, also hast du ein Pseudonym, also ja, Jemandowski, glaube ich, ja, also das, und du heißt aber anderes als niemand Jemandowski, genau. Und ja, also für mich ist die Frage, also wie weit ist das sozusagen eine künstlerische Person, also Pseudo-Identität und wie viel, also bist du denn, also wie da also der Autor und der eigentlich du, ja, also wie ist da überhaupt die Beziehung, ja, oder warum hast du dich entschieden, niemand Jemandowski zu heißen? Als ich nach Deutschland kam, war ich lange Zeit in Flüchtlingsunterkünften verschiedene und ich wollte immer den Menschen zeigen, ich bin Künstler, ich male und so weiter. Aber da gab es keine Chancen, keine Gelegenheiten. Man müsste wie alle anderen so in seinem Zimmer leben und abwarten, bis man irgendeine Antwort bekommt von Behörden. Und da habe ich angefangen zu malen und keiner wusste, dass ich Maler bin. Dann habe ich irgendwann aufgehört zu den Menschen zu sagen, dass ich Maler bin. War schon. Ich bin ein Flüchtling, war schon. Und dann habe ich diesen Namen für mich erfunden. Ich bin niemand und auch jemand. Und ich verstecke mich gerne. Ich verstecke mich wirklich seit meiner Kindheit. Ich liebe Verstecken zu spielen. Auch jetzt, wenn ich älter bin, kann man nicht Verstecken spielen, aber ich mache das trotzdem. Wenn ich Chance habe, ich laufe durch Straßen oder Wege, wo keiner läuft oder ja, so, und das so viel zu verstecken und auch gleichzeitig, ich liebe mich zu zeigen, laut über mich reden, Witze machen, über mich lachen, deswegen niemand und jemand. Und Owski kommt von einem jüdischen Maler, ich habe den Namen vergessen, aber niemand Jemandowski, so ungefähr.
schon, was als nächstes passieren wird, ob ihr schon eure nächsten Schritte geplant habt. Nächste Ausstellung, nächste Vernissage. Könnt ihr da schon irgendwas erzählen? Wir sind dabei, wir arbeiten daran, es gibt schon einige Ideen. Sobald wir das festgestellt haben, werden wir unbedingt mitteilen auf unserer Plattform. Aber ja, also auf jeden Fall möchten wir die Plattform weiter zu entwickeln, zu verbreiten und das ist nicht nur so, es soll nachhaltig sein für uns alle und wir haben schon eine Vision dafür und wir möchten gerne diese Vision verwirklichen, damit es für uns etwas, wie gesagt, nachhaltig bleiben und es ist da. Das wird nicht so schnell verschwinden und wir geben also alle Mühe und auch Verantwortung, um dieses Ziel zu erreichen. Und ja, also die nächsten Veranstaltungen oder das wird noch gezeigt werden. Stay tuned. Ja. Es gibt mehrere Richtungen, die man sich bewegen kann. Das ist eine Entscheidung, was wir noch treffen müssen. Genau, und vor allem bei Spur ist etwas für uns sehr flexibel und für uns auch neu, weil das haben wir noch nicht erlebt oder gemacht, sondern wir haben das ja, also einfach nur so mutig zusammen machen. Und deswegen ist es immer ein Lernprozess und ein Untersuchungsprozess für uns alle, zu sehen, also welche Richtung könnte für uns passen und was ist möglich mit unserem eigenen Potenzial und Fähigkeit. Ja, das ist ja eigentlich auch ein gutes Schlusswort. Wir sind auf jeden Fall noch hier, falls es doch noch Fragen gibt, die man vielleicht aber nicht vor allen stellen möchte. Dann danke ich einmal unseren Künstlerinnen